Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Folge 21. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch beide bei OneFootball und hier im privaten Rahmen unterwegs und das Thema präsentierst heute du. Ich darf präsentieren. Oh Mann, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Spaß. Eine bunte Folge soll es sein heute. Wir schauen so ein bisschen weltweit, was geht. Wir schauen Wilde ein bisschen. Muster. Genau, das Setup verrät es wie immer schon. Wir schauen nach Italien und wir schauen nicht nach Finnland und auch nicht nach Kroatien, aber eben auch noch in andere Länder. Und wie immer gilt aber, bevor wir den Blick ja so sehr in die Ferne richten, müssen wir nochmal auf das Nahe richten. Und in dem Fall bin ja sogar ich das. Schön, dass du dich selber einleitest als Kandidat, ja. Ja, Dann bitte. und weil ich jetzt schon ein bisschen geredet habe, versuche ich es einfach kurz zu halten. Juventus Home 2012, 2013. Es ist leider so knapp vorbei, Jan. Ja. 2013, 2014 Oh, war das ich habe Spiel. wirklich zwischen den beiden Spielzeiten tendiert. Ja, Ich muss sagen, der Ärmel hier war mir sehr fremd. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber das ist hier gummiert, ja. was ich total ungewöhnlich finde. Und auch, ich habe schon oft genug gesagt, zu diesem Vergleich bei Nike-Trikots habe ich immer ganz gut über Hertha. Sowas habe ich bei Hertha nie gesehen. Und ich hatte jetzt tatsächlich zwischen 12, 13 und 13, 14 tendiert, weil ich beim 12, 13 Heimtrikot von Hertha gibt es hinten, wie es in dem Fall eben auch gegeben ist, hier ein freies Feld. Und 13, 14 hat Hertha hier durchgehend die Streifen. Dafür ist der Kragen 13, 14 bei Hertha so wie hier und 12, 13 anders gewesen. Gut, man kann nicht immer richtig liegen. Künstlerpech und schön kurz gehalten. Damit kommen wir schon zu einer Art Besprechung, würde ich sagen. Es sind diesmal keine Leaks, es sind veröffentlichte Trikots. Aber es geht in diesem Fall noch um einen Trikotsatz, den du schon in der dritten Folge, und wir sind mittlerweile bei der 21., so weit sind wir mittlerweile schon angekommen, Lang ist her. vorstellen wolltest. Beziehungsweise du warst ja so gespannt, was Napoli und Armani zusammen auf die Bühne bringen. Und, wie sieht's aus? Ich war wirklich hyped. Ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gehört, Ja, wie ich mich damals so gegeben habe. Und ja, es war sehr ernüchternd dann tatsächlich, was Armani da geliefert hat. Also EA7, der Sportableger. Wir hatten es ja damals erklärt. Können ja einmal ganz kurz auf den Trikotsatz schauen, zumindest auf den, so wie er ursprünglich veröffentlicht wurde, auf das Heim, das Auswärts und dann auf das vierte Trikot. Ja, und ich sage bewusst das vierte Trikot. Ähm, Alle wirklich einfach langweilig schlicht, also wirklich ohne irgendwas Besonderes. Und was bei Napoli-Trikots sowieso schon seit eh und je ein Problem ist, das haben wir gerade auch schon vorab festgestellt, oder waren wir uns schon einig, so, ist einfach immer diese komplette Überladung mit Sponsoren. Und irgendwie macht es das einfach nur noch schlimmer, weil das Trikot sonst nichts anderes zu bieten hat als so diese Überladung mit Sponsoren. Bei dem dritten Trikot wiederum, und deswegen hatte ich jetzt eben bewusst das vierte schon gesagt, das dritte Trikot, das quasi nur für Europapokalspiele gedacht ist, da hat man ein bisschen weniger Überladung, weil man da nämlich wegen der UEFA-Regularien, genau. wir hatten es ja schon mal, hat Ja. man dann vornehmend nur den Einsponsor, hat man nur Lete anstelle von Lete und MSC. So gesehen kann man der UEFA fast schon dankbar sein. Da kann man hier wirklich ausnahmsweise mal dankbar sein, dass es eben laut Regularien nur erlaubt ist, einen Sponsor und darunter noch eine Charity-Organisation draufzupacken. Und ansonsten muss man aber auch sagen, dass das in dem Fall dann ja dritte Trikot, so ich finde mit Rot und Gold, da wirkt es dann weniger langweilig, also es ist an sich ja dasselbe Template, sondern da wirkt es dann in dieser Schlichtheit doch eher edel, ohne schon herausragend zu sein. Ja? Aber zumindest hebt sich das vom Rest ab und wenn man sich dann aber den kompletten Look anschaut, dann ist es doch eher wieder ein bisschen ernüchternd. Mit kompletten Look meine ich jetzt den klassischen Full-Kit-Wanker-Look. Denn da hat man, okay, man hat auf dem Trikot hat man güldene Akzente, man hat auf der Hose güldene Akzente und was hat man auf den Stutzen? Blau. Richtig, blau. Warum auch immer. Also nach dem Trikotsatz muss man sagen, sollte Emporio Armani wohl eher doch bei Anzügen und Co. bleiben, denn bei Trikots. Wir bleiben in Europa, noch fürs Erste, und wir bleiben bei einem Trikot, das eher schlicht daherkommt. Manch einer würde vielleicht sogar sagen, es ist langweilig, oder? Würde ich in dem Fall nicht sagen. Wir sprechen vom irischen Jubiläumstrikot und das ist komplett blau. Und jetzt sagt man ja Irland, verstehe ich jetzt nicht, wieso eigentlich die Boys in Green? Ja, aber die ursprünglichen irischen Farben waren eben St. Patrick's Blau. Und das war in dem Sinne eine super Idee vom Ausrüster Umbro, dem man das gar nicht ansieht, denn
das muss man an der Stelle, kann man glaube ich gar nicht groß genug betonen. Die haben sich entschieden, ihr Ausrüsterlogo in die Farbe des kompletten der kompletten Trikotfarbe einzufärben. Und dementsprechend sieht man das Ausrüsterlogo gar nicht erst, wenn man ganz nah ranschaut. Und das ist ein richtig, richtig, richtig schönes, sehr, sehr schlichtes Trikot. Ja. Das Torwart-Trikot, nur mal als Vergleich, ist ebenfalls richtig, richtig schlicht und dabei auch richtig, richtig schick. Denn man hat einfach gefühlt auf alles verzichtet, aber trotzdem schöne Farben genommen. Man hätte es jetzt auch wirklich mit so einem leicht verwaschenen Blau oder leicht verwaschenen Gelb irgendwie kaputt machen können. Mhm. Aber das sind irgendwie so Farben, die hat man in den 60ern schon auf Fotos gesehen. Das sind kräftige Farben. Und so kann auch ein schlichtes Trikot richtig, richtig gut aussehen. Ich finde auch, dass, um das noch ganz kurz, also ich stimme dir zu, ich habe am Anfang, das war nicht meine persönliche Meinung, dass es langweilig, dass ich es langweilig aber finde. es kann natürlich auch genau, manche langweilig dass man das so betiteln könnte, aber du hast ja genau gesagt, das ist ein Jubiläumstrikot zum 100-jährigen Bestehen des irischen Fußballverbandes. Und da finde ich, ist es dann wirklich eine schöne Hommage, weil es steckt was dahinter, ne? Es ist nicht einfach nur langweilig plain gestaltet, es ist eben, man hat sich dabei was gedacht und dann, wie du sagst, dass Umbro da eher in den Hintergrund tritt, um irgendwie so diesem historischen Trikot doch eher die Bühne zu geben. Dazu dann ja auch passenderweise dieses doch eher historisch angehauchte Logo auch des Verbandes. Und also finde ich auch wirklich sehr edel dann unterm Strich. Ja, absolut. Da möchte ich sowieso nochmal kurz drauf einhaken. Ich finde auch Nationalmannschaftstrikots, auch wenn wir die natürlich schon auch ein bisschen abfeiern, wenn sie gewisse Designs mitbringen, aber das reicht doch. Ja. Also wir haben es ja hier auch nochmal dargestellt. Ich meine, die Kroaten, da ist zum Beispiel der Ausrüster eigentlich auch egal. Die haben immer ihr gleiches Design. Und in dem Fall bei Finnland, es war zwar einfach, aber es war halt auch sehr genial. Und aus meiner Sicht wäre das für mich absolut in Ordnung, wenn die entsprechenden Teams auch nur noch mit so ganz klassischen Trikots rumlaufen. Denn es sind nun mal Länderspiele und da sollte es auch gar nicht groß um Kommerz oder sowas gehen, sondern es sind einfach funktionelle Trikots. Außer bei Oliver Bierhoff. Ja. Bis eben waren wir eher schlicht unterwegs. Jetzt wird es dann, was die Musterung und was auch die Farbgebung betrifft, ein bisschen aufregender, ne? Mit Flamengo. Es wird so gesagt auch wortwörtlich vielfältig, denn Flamengo und Adidas haben zusammen ein Pride-Jersey rausgebracht und bedienen sich dabei schon des neuesten Condivo-Templates, was eigentlich erst im Dezember 21 rauskommen soll. Aber Flamengo in Brasilien, die haben schon ein Trikot veröffentlicht und das kam jetzt... Schöner Vorgeschmack also, ne? Genau, das kam jetzt im September bereits raus. Und wirklich ein schickes Ding. Man muss dazu sagen, selbst die Regenbogenflagge interessanterweise eingesteckt. Und das, finde ich, macht sowas immer gleich ein bisschen hochwertiger. Sehr edel, ne? Ja, absolut. Und dann muss man auch grundsätzlich sagen, finde ich, ist so diese Musterung von dem, klar, wir werden wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten und wahrscheinlich mit Blick auf die neue Saison, werden wir so mit diesem grundsätzlichen Template, mit diesem Design vom Condivo 21 wahrscheinlich überflutet. Ja, so zweite, dritte Trikots tendenziell. Vielleicht, oder auch Nationalmannschaftstrikots. Das wird wahrscheinlich dann auch kommen, ja. Aber ich finde an sich das Muster ganz, ganz interessant. Da ist so eine gewisse Unordnung drin, aber irgendwie... Aber geordnetes Chaos. Dann doch irgendwie geordnet, genau. Also immer auch ein paar feine einzelne Linien drin. Und zumindest jetzt auch bei dem Pride-Trikot hat man dann eben rote Akzente, die sich noch ganz klar abheben. In dem Fall halt Wappen auf beiden Seiten entsprechend eingefärbt, die Schulterstreifen. Und was du ja auch noch festgestellt hattest, obwohl das Trikot ja eigentlich nur für Fans hergestellt wurde, ne? Also es wird halt nicht von den Spielern getragen. Dennoch gibt es eben auch Versionen mit Nummern drauf, also beflockte Versionen. Genau. Und die Nummern sind dann eben auch in Regenbogenfarben. Und so kriegt man dann noch mehr Farbe ins Spiel und das komplettiert dann diesen Look in meinen Augen auch ganz gut. Ja, absolut. Wir bleiben in Brasilien, allerdings wechseln wir rüber nach Santos, wo es ein ziemlich geiles drittes Trikot gibt. Auf jeden Fall. Auf den ersten Blick kann man auch so gewisse Gemeinsamkeiten mit dem Flamengo-Trikot ausmachen, weil man so eine schöne Musterung im Hintergrund hat. Ansonsten ist das Trikot allerdings viel weniger bunt. Es ist vorrangig wohl schwarz, vielleicht auch ein bisschen dunkelgrau. Und dann eben diese Musterung so einem etwas helleren Grau eingearbeitet. Und diese Musterung, ich weiß nicht, irgendwie so Blitze, ob das Blitze sein sollen. Bisschen aber auch eine geschwungene Linie, die sich so durchführt. Und ganz interessant auch diese Blitze, die setzen sich quasi aus ganz kleinen einzelnen Diamanten zusammen oder diamantenförmigen
Elementen, also quasi Miniatur-Umbro-Logos. Also relativ clever gelöst, wie ich finde, und so einen Twist, den man wirklich erst sieht, wenn man ganz genau hinschaut, wenn man das Trikot wahrscheinlich hier so vor sich hat, oder wenn man eben jemanden hat, der die Kamera genauso nah drauf hält. Und deswegen in meinen Augen auf jeden Fall schon mal ein sehr spannendes Design, auch weil es mit so einer, also so mit dieser einfachen Kombination aus Schwarz und Weiß sich dann eben auch, also dadurch wirkt es dann doch ruhiger, weil das Muster ist ja doch schon eine Menge. Ist dynamisch. Und genau, mit der Farbe wird es dann eben nicht überdreht, sondern passt dann in einem guten Rahmen. Vielleicht noch ein kleines nettes Detail, wenn man sich den Nacken genau anschaut, dann sieht man noch verschiedene Fans und auch, finde ich persönlich sehr schön, in verschiedenen Hautfarben, was ja auch in Brasilien immer so ein bisschen Thema ist, und das finde ich nochmal sehr schönes verbindendes Element. Ja. Wir wechseln zum zweiten Mal am heutigen Tag den Kontinent und springen von Südamerika nach Australien und schauen da nach Melbourne. Jawohl. Genau, es ist gar nicht gemein, glaube ich, das zu sagen, der Ableger von Manchester City, der australische, überrascht uns allerdings, indem er anders als Manchester City zwar auch Puma bekommt, aber eben nicht das komplett gleiche Template, sondern auf eigenen Füßen irgendwie stehen darf, zumindest was das Trikot angeht, und kommt mit einem richtig, richtig coolen dunkelgrünen Look daher. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Abwechslung zu dem Heimtrikot, was farblich natürlich genauso gehalten ist, wie man das bei Manchester City auch hat, nämlich im Hellblau. Bis auf diese saugeilen McDonalds-Ärmel, also da muss ich mal kurz drauf eingehen. Die haben einfach McDonalds als Trikotsponsor. Ich finde es total cool, also ernährungstechnisch wahrscheinlich eher das Gegenteil, aber sorry für was ja sowieso auch so eine eigene Story ist. Ne? Ja. Warum ist McDonalds ein Sponsor bei Fußballvereinen oder auch bei Fußball-Events wie der Weltmeisterschaft? Aber mal unabhängig davon finde ich es jetzt auch bei dem jetzt besprochenen Auswärtstrikot, ich mag diese Musterung, also was man eben in dem Fall nur im Brustbereich hat, ne? Die Ärmel sind da eine klare Abgrenzung und nach hinten dann eben auch an den Seiten hat man diese klare Trennung. Sowieso, ich glaube, ich hatte es auch schon mal angesprochen, ich bin Fan auch so von Olivgrün und dazu hat man ja auch hier mal wieder güldene Applikationen. Du machst nichts falsch. Genau, im Gegenteil, man macht sogar sehr viel richtig und man hat ja nicht nur das Trikot dunkelgrün, olivgrün, gülden eingefärbt, sondern in dem Fall auch das Logo, das normalerweise ja so aussehen würde und in dem Fall jetzt auch auf dem Trikot auch in dunkelgrün, gülden hinterherkommt. Und ansonsten muss man allerdings, wie du es ja jetzt schon angesprochen hast, McDonalds ist auf dem einen Ärmel, dann hat man vorne noch Etihad drauf, Nissan auf der anderen Seite, Puma hat man sogar auch noch auf dem Ärmel drauf, dafür hat man noch das A-League-Symbol, also von der australischen Liga auf der Brust drauf. Es wirkt ein bisschen voll, aber ich finde tatsächlich, dass es trotzdem noch relativ angenehm wirkt. Die Anordnung ist auf jeden Fall ruhiger als auf dem Napoli-Heimtrikot. Genau, zum Beispiel als krasses Gegenbeispiel, ja. Wir kommen zu einem Full-Kit-Wanker und auch da geht's wieder um ein Trikot mit einer sehr wilden Musterung. Absolut. Aber in dem Fall wunderschön trotzdem und in sich stimmig. Das geht halt nur, wenn du diese Musterung auch durchziehst. Wir sehen hier den netten Herrn aus England, Liverpool 2020, 21 auswärts. Und ja, vom Scheitel bis zur Sohle ein absolut stimmiger Look. Alles passend. 66, glaube ich, Trent Alexander-Arnold noch auf dem Rücken. Dazu sogar noch ausgewählte Nike Air Max 90s. Farblich natürlich passend. 11 von 10. Ja, definitiv. Wir kommen zur Storytime und die gehört Jan ganz allein. Yeah. Heute haben wir es wirklich mit Mustern. Genau. Man sieht schon, es sieht sehr wild aus. Aber in sich stimmig. In sich stimmig, genau. Also man sieht schon, es ist das, oder vielleicht sieht man es auch nicht, es ist das aktuelle Auswärtstrikot von Hajduk Split. Und der eine oder andere von euch wird sich jetzt schon denken können, ja, das habe ich mir zusammen mit dem Kroatien-Trikot aus dem Urlaub in Split mitgebracht. Weshalb ich jetzt eben auch kurz dazu erzählen kann. Gerne. Nämlich, erstmal geht es damit los, ich hatte vor dem Urlaub geschaut, was hat Split so dieses Jahr denn auf den Markt gebracht, um mir dann auch Gedanken zu machen, ob ich mir tatsächlich auch ein aktuelles Split-Trikot mitnehmen möchte. Und da habe ich festgestellt, sie haben tatsächlich in diesem Jahr nur ein Auswärtstrikot auf den Markt gebracht, kein neues Heimtrikot. Interessanter Twist irgendwie. Genau, ne? Wenn, dann hat man es ja normalerweise andersherum.
Und das hat mir dann aber doch relativ zugesagt. Das hat ja so diese Graffiti-Optik hier. Das wurde, meine ich, auch in dem Vorstellungsvideo von Split direkt so dargestellt, so wie Leute, die so ein bisschen die Wand ansprayen, eben in den Vereinsfarben. Und das hat mir sofort zugesagt und dann habe ich eben auch in Split in mehreren Geschäften geschaut. Ich hatte es ja, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes, also als ich das Kroatien-Trikot vorgestellt habe, schon erzählt, dass ich in mehreren Geschäften geschaut habe. Die Auswahl war jetzt in dem Fall ein bisschen geringer, weil es eben mit Macron ein eher, ja, doch kleiner Ausstatter ist, der auf jeden Fall zumindest in Split keinen eigenen Laden hat. Oder zumindest habe ich keinen gefunden. Dafür hatte ich aber unter anderem 2 Fanshops von Split gefunden. Und da war die Auswahl allerdings doch sehr ernüchternd. Also es gab irgendwie mal so Triple XL, 2 Trikots. Ja, gut. Ja, ich trage M. Und dann gab es als Alternative Kindergrößen. Und selbst das waren dann in der Regel waren Trikots aus der Vorsaison. Und letzten Endes habe ich das dann bei einem Straßenhändler bekommen. Weshalb man sieht es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, weil die Applikationen hier vorne, also die beiden Logos, wirklich gestickt sind. Aber es ist tatsächlich kein Originaltrikot. Man fühlt es, wenn man nach dem Stoff greift. Stimmt, hier und die Nähte. Genau, die Nähte sind nicht hundertprozentig optimal. Der Sponsor fehlt, das wäre ansonsten Tommy, meine ich, oder Tommys. Und auf der Rückseite kann man es auch noch erahnen, denn wie das bei gefälschten Trikots eben des Öfteren der Fall ist, hat man so einen wirklich eingedruckten Namen drauf, eingedruckter Name und Nummer, das hat man ja normalerweise nicht, sonst geht es drauf. Du könntest das umdrehen, dann wüsstest du, wie ein echter Flock aussiehst vom Finnland-Trikot. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, alles gut. Ja, und ansonsten zu dem Herrn hier, Marco Livaja, auch noch eine ganz nette Geschichte zu der Zeit, zu der ich in Split war Länderspielpause, weshalb ich dann kein Spiel direkt von Hajduk Split sehen konnte, aber dafür hat der Herr in der Zeit sein erstes Länderspieltor erzielt, was sogar auch in Split war. Ja. Schlusspunkt des Abends, morgens, wie auch immer, wann ihr diese Folge eben seht. Quiz mit Jan. Ja, beziehungsweise mit dem Trikot, das ich hier mitbringe. Und also ihr seht richtig. Du hast schon wieder was abgeklebt, okay. Genau, ich musste an 2 Stellen was abkleben, weil in beiden Fällen eben die Jahreszahlen, verräterische Jahreszahlen drauf standen. Und Dominik fühlt schon mal ein bisschen vor. Ja, das ist ein Nike-Swoosh. Hab ich schon mal gesehen, Schon mal gesehen, ja? Komplettiert jetzt hier die Reihe. Oh, wirklich. Ja, ansonsten bedanken wir uns wie immer für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen liked, kommentiert, teilt, zeigt es eurer Oma, euren Freunden, wem kann man es noch zeigen? Eurem Hund oder eurer eurem einen eigenen YouTube-Kanal, dass sie auch ebenfalls liken können. Mit den Pfoten erwischen sie auch mehr. Ja, stimmt. Dann kann man vielleicht auch mal 2 Videos auf einmal liken. Ich glaube, so funktioniert es nicht, aber rein theoretisch könnte man das meinen. Vielleicht. Für Katzen und Hunde sollte das erlaubt werden. Auf jeden. Gut, auf jeden Fall war es das für heute und dann tschüssi.